Hey Freunde, schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ich bin's wieder, euer Valentin Kosenko. Moment mal. Hey Freunde, schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ich bin's wieder, euer Valentin Kosenko. Ist jetzt doch schon ganz schön spät geworden. Das eben gerade war jedenfalls mein kleiner Bruder Danny und auch momentan Praktikant in meinem Unternehmen. Und wir haben uns die letzten Wochen zusammengesetzt und die Insta360 ONE X getestet und alle unsere Erkenntnisse hier in diesem Video zusammengefasst. Und ob sich die Insta360 ONE X lohnt oder nicht, erfährst du hier und jetzt in diesem Video. Viel Spaß! Bei der Insta360 ONE X handelt es sich um eine 360-Grad-Kamera mit 5,7K Videoauflösung und 18 Megapixeln Fotoauflösung. Dabei übernimmt die Insta360 ONE X das Stitching, also das Zusammenfügen der Bilder, völlig automatisch und man spart sich so eine Menge Zeit. Neben der Flow-State-Stabilisation, welche in Videos für nahezu ruckelfreie Aufnahmen sorgt, hat die kompakte 360-Grad-Kamera noch eine Menge anderer Features, die nicht nur unglaublich viel Spaß machen, sondern auch erstaunlich gut funktionieren. Wer sich die Insta360 ONE X im Standardpaket zulegt, erhält unter anderem die Insta360 ONE X selbst, einen wechselbaren Akku mit 1200 mAh, ein Bullet-Time-Accessoire für Aufnahmen wie im Matrix-Film, außerdem noch eine Schutztasche, welche um den Hals getragen werden kann, sowie diverse Lade- und Datenkabel, eine Schnellstartanleitung und Garantiekarte sowie Insta360-Sticker. Darüber hinaus gibt es auch andere Accessoires, die sehr zu empfehlen sind, jedoch nicht Teil des normalen Lieferumfangs sind. Der Insta360 Invisible Selfie Stick funktioniert in Kombination mit der Insta360 ONE X ausgesprochen gut und sorgt dafür, dass der Selfie Stick gar nicht zu sehen ist. Das Mini-Stativ kann direkt am Selfie Stick befestigt werden und für stationäre Aufnahmen wie zum Beispiel Timelapses verwendet werden. Zu guter Letzt ein Dual-Ladegerät mit Micro-USB und USB-C-Anschluss sowie Ersatzakkus für die Insta360 ONE X. So, hey Leute, wir sind hier gerade unterwegs zur Auersburg. Schön im Wald. Ja, auf jeden Fall. Und machen hier gerade einen kurzen Vlogging-Test mit der Insta360 ONE X und wollen einfach mal schauen, wie gut die Mikros von der Insta360 ONE X sind. Denn soweit ich das sehen konnte, hat die Insta360 ONE X hier so 3 kleine Löcher. Auf der Vorderseite sind es 2, auf der Rückseite ist es ein Mikrofon. Ich vermute, es sind Mikrofone. Und ja, wie gut sind die internen Mikrofone? Wir haben hier auch noch ein Lavalier-Mikrofon. Und ich würde sagen, Danny sagt auch mal kurz was. Der Vergleich sollte ziemlich genau sein am besten. Ja. Dass wir es am Ende vergleichen können. Genau, also es wäre auch spannend, wie gut der Danny im Hintergrund zu hören ist. Erzähl vielleicht noch ein bisschen. Wir haben uns jetzt extra hier abgemacht, weg von der Stadt. Schön, damit wir unsere Ruhe haben und alles schön vergleichen können. Genau. Ja, wir zeigen euch das dann gleich nochmal im Vergleich zum Lavalier-Mikrofon oder zwischendurch mal. Oh. Ja, laufen sollte man auf jeden Fall können. Eine Sache wollen wir aber auf jeden Fall noch testen. Im Moment ist der Selfie-Stick, den ich hier von der Insta360 verwende, nicht auf die volle Länge ausgezogen. Und das mache ich hier gerade mal. Jetzt dürfte jedenfalls die Audioqualität der Insta360 ONE X im Vergleich zum Lavalier-Mikrofon sehr viel schlechter sein. Danny, sagst du auch noch mal was? Ja, mal sehen, wie sich der Vergleich dann wie am Ende aussieht oder so. Ja, mal schauen, wie sich das Ganze anhört auf jeden Fall, ne? Wenn wir gerade die Mikros testen. Aber mit Lavalier-Mikrofon dürfte das Ganze zum Vloggen wahrscheinlich echt voll klar gehen. Wir verwenden hier gerade einfach
so ein Lavalier-Mikrofon, das man ans Handy anschließen kann und macht es somit sehr einfach. Vor der Aufnahme einfach 3-mal klatschen und dann in der Post synchronisieren. Und dann hat man ganz einfach einen perfekten Begleiter für Vlogging. Zumal das Ganze ja auch wirklich 360 Grad aufnimmt. Und ja, wir sind hier gerade im Wald. Hier ist die Lichtsituation nicht die beste, aber so bekommt ihr auch schon mal den Eindruck, wie sich die Kamera bei Lowlight verhält. Und boah, hier, ich muss echt öfter spazieren gehen. Ich bin das überhaupt nicht gewohnt. Wie geht's dir? Es geht einfach nur bergauf, ey. Ja, ziemlich krass. Die Insta360 besitzt eine sehr angenehme gummierte Oberfläche und wiegt mit Akku und Micro-SD-Karte etwa 114 Gramm. Sie ist auf beiden Seiten mit sehr weitwinkligen Objektiven ausgestattet, die insgesamt jeweils ca. 200 Grad Bildwinkel einfangen. Die daraus entstehenden Aufnahmen werden ganz einfach und vollautomatisch über die integrierte Software zu 360 Grad Bildern bzw. Videos zusammengesetzt. Auf der einen Seite gibt es eine Klappe für den wechselbaren Akku und auf der anderen Seite einen Micro-USB-Anschluss. Auf der Unterseite gibt es neben einem Micro-SD-Kartenschacht außerdem ein 1/4 Zoll Gewinde, sodass die 360-Grad-Kamera ganz einfach in Kombination mit Selfie-Stick, Stativ etc. verwendet werden kann. Die Insta360 besitzt ein kleines OLED-Display zur Anzeige der verschiedenen Funktionen und 2 Buttons, mit denen sich alle Funktionen recht intuitiv steuern lassen. Um die 360-Grad-Kamera einzuschalten, muss für ca. 1 Sekunde lang einer der beiden Buttons gedrückt werden. Anschließend kann man mit Hilfe des unteren, kleineren Buttons durch das Menü zwischen Foto, Video und Einstellungen navigieren und mit dem oberen, größeren Button die Aufnahmen starten. Wird die obere Taste für ca. 1 Sekunde lang gedrückt, kann schnell zwischen verschiedenen Funktionen im Fotomodus, zum Beispiel Standard, HDR und Timelapse, also Zeitraffern, gewechselt werden. Intervall, Framerate etc. lassen sich aber dennoch nur über den zusätzlichen Schritt in den Einstellungen ändern. Wird für ca. 1 Sekunde auf die untere Taste gedrückt, so schaltet sich die 360-Grad-Kamera wieder aus. Noch schneller und einfacher geht die Bedienung über die kostenlose App mit einem Smartphone. Die Verbindung wird über WLAN schnell und einfach hergestellt und man bekommt sofort ein Bild davon, was die 360-Grad-Kamera sieht. Es hat mich auch echt überrascht, wie unkompliziert die Verbindung hergestellt wird. Davon können sich andere Entwickler sicher noch eine Scheibe abschneiden. Weiter geht es mit den Foto- und Videofunktionen der Insta360 Fangen wir zunächst mal mit den Fotofunktionen an. Insgesamt gibt es 3 verschiedene Fotomodi, welche allesamt Fotos bei 18 Megapixeln, also 6080 x 3040 Pixeln aufnehmen. Dazu gehören Standard für einfache Bilder oder Bilder im RAW-Format, HDR, damit lassen sich durch das Kombinieren mehrerer Belichtungen Bilder mit höherem Dynamikumfang erzeugen, Intervall für Timelapses, also Zeitraffern, was momentan jedoch nur zu empfehlen ist, wenn man mit Premiere Pro schneidet, da zunächst alle Bilder über die Insta360 Studio Software exportiert und anschließend mit Premiere Pro zu einem Timelapse-Video verarbeitet werden müssen. Wer zum Beispiel mit DaVinci Resolve schneidet, kann stattdessen einfach den Video-Timelapse-Modus verwenden, aber dazu später mehr. Kommen wir zu den Videofunktionen. Die Insta360 kommt mit Flow-State-Stabilisation daher, was dafür sorgt, dass Aufnahmen so aussehen, als wären sie mit einem Gimbal aufgenommen worden. Die 360-Grad-Kamera nimmt Videos in 5,7K, also 5760 x 2880 Pixeln mit 24, 25 oder 30 FPS auf. Man sollte sich aber von dieser vergleichsweise hohen Auflösung nicht täuschen lassen, da es sich hier um die Gesamtauflösung nach dem Stitching, also dem Verbinden der Bilder der beiden Kameras, sodass ein 360-Grad-Bild entsteht, bezieht und schon bei geringem Reinzoomen die Bildqualität darunter leidet. Wer allerdings die volle Auflösung verwendet und nicht ins Bild reinzoomt, bekommt ein wirklich scharfes Bild mit guten Farben und einen für die Größe der Kamera akzeptablen Dynamikumfang. Wer in Slow-Motion filmen möchte, hat die Möglichkeit, die Auflösung auf 4K und zwar 3840 x 1920 Pixel zu reduzieren und mit 50 FPS oder alternativ bei nur 3K, also 3008 x 1504 Pixeln mit 100 FPS aufzunehmen. Auch bei den Videos gibt es abgesehen davon noch verschiedene Aufnahmemodi. Dazu gehören Standard,
Hier kann die Framerate und Belichtung frei gewählt werden. Außerdem Bullet Time Video, womit sich der gleiche Effekt wie im Matrix-Film erzeugen lässt. Timelapse für unkomplizierte Zeitrafferaufnahmen, was auch sehr viel einfacher ist als im Fotomodus, weil man hier nicht mit der Software noch rumspielen muss, sondern das Video direkt abspielen kann und somit den geringsten Arbeitsaufwand hat. Zu guter Letzt gibt es noch HDR-Video für Aufnahmen mit mehr Dynamikumfang, was allerdings nur bei stationären Videos gut funktioniert. Außerdem kann mithilfe der im Lieferumfang enthaltenen Kabel die Insta360 ONE X für 360 Grad Live-Übertragungen an ein Smartphone angeschlossen werden. Aber wie verhält sich eine Insta360 ONE X im Vergleich zu traditionellen Actioncams? Im Vergleich zu einer normalen Actioncam wie einer Sony FDR X3000 hat die Insta360 ONE X ein paar Vorteile, aber auch ein paar Nachteile. Fangen wir mit den Vorteilen der Insta360 ONE X im Vergleich zu nicht 360 Grad Actioncams an. Dank Flow-State-Stabilisation sehen Aufnahmen mit der Insta360 ONE X viel ruhiger und professioneller aus als alles, was man momentan mit einer Actioncam erreichen kann. Kaum einer verwendet noch 360 Grad Fotos oder Videos in nativer Form, also so, dass man selbst über zum Beispiel ein Smartphone den Blickwinkel auswählen kann. Trotzdem ist es ein Riesenvorteil, wenn man alles aufnehmen kann und sich im Nachhinein einfach für eine Perspektive entscheiden kann. Ich sehe da vor allem für Behind-the-Scenes-Aufnahmen großes Potenzial. Kommen wir zu den Nachteilen der Insta360 ONE X im Vergleich zu nicht 360 Grad Actioncams. Die Auflösung und Qualität der Aufnahme der Insta360 ONE X ist bei gleichem Bildausschnitt einfach nicht auf dem gleichen Level wie bei vergleichbaren Actioncams. Da für jede Aufnahme vor dem Export zu einem Foto oder Video immer erst ein Bildausschnitt gewählt werden muss, wird ein zusätzlicher Arbeitsschritt benötigt, den man bei traditionellen Actioncams nicht hat. Es kommt selten vor, aber manchmal passieren Fehler beim Stitching, die man logischerweise bei normalen Actioncams nicht hat.
Insgesamt lässt sich sagen, dass die Insta360 Plus Zubehör für knapp 500 € schon eine ganze Menge zu bieten hat. Wie immer kommt es aber auch hier auf den Einsatzzweck an. Mit der 360-Grad-Kamera sind der kreativen Entfaltung fast keine Grenzen gesetzt. Sie ist so klein und unkompliziert, dass sie in jede Tasche passt und immer schnell einsatzbereit ist. Vor allem für geile Landschaften, bei denen man sich einfach nicht entscheiden kann, was ins Bild soll, ist sie ein wahrer Segen. Ich will sie jedenfalls nicht mehr vermissen und kann sie jedem, der Bock auf eine etwas andere Kamera mit Spaßfaktor hat, nur empfehlen. Abschließend lässt sich nur sagen, dass die Insta360 echt eine geniale Kamera ist, denn sie passt in jede Hosentasche, ist schnell griffbereit, ja, und sie bekommt einfach alles ins Bild. Das ist so genial, weil man sich überhaupt nicht den Kopf zerbrechen muss, was man ins Bild bekommt. Man kann einfach filmen und sich auf die Location konzentrieren und ja, das ist so für mich das absolut größte Argument für die Insta360 und ich will sie auf jeden Fall in meinem Equipment nicht mehr vermissen, aber wie siehst du denn eigentlich das Ganze, Danny? Also ich finde, die Insta360 ist eine ausgezeichnete Kamera. Denn mit ihr bekommt man einfach alles aufs Bild und kann sich so im Nachhinein entscheiden, was man den Zuschauern zeigt oder nicht. Außerdem gibt es kaum eine andere Kamera, die Aufnahmen so wackelfrei aufnimmt wie die Insta360 dank Flow State. Also ich finde, dass sich die Insta360 lohnt und ihren Preis auf jeden Fall wert ist. So viel zu diesem Video. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und wenn das der Fall ist, dann gib mir doch gerne einen Daumen nach oben und solltest du noch irgendwelche Fragen haben, kannst du mir natürlich gerne einen Kommentar schreiben. Ansonsten, falls du gerne mehr solcher Videos sehen möchtest, würde ich mich natürlich sehr über ein Abo freuen und vergiss auch nicht, die kleine Glocke zu aktivieren, damit du keins meiner neuen Videos verpasst. Ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen, wünsche einen schönen Nachmittag, Mittag, Abend, Morgen, egal was du gerade für eine Zeit hast. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.